Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video erfährst du mehr über die Polar Ignite und dessen Funktion der geführten Atemübung Polar Serene. Wir sehen uns nach dem Intro. Hi, schön, dass du da bist. Mein Name ist Björn von FitGadget. In diesem Channel geht es darum, wie du deine Fitnessziele besser und schneller mit Gadgets erreichst. Auf diesem Channel findest du Unboxings, Reviews und Tipps und Tricks wie dieses hier. Wenn du neu hier bist, dann lohnt es sich zu abonnieren. Kommen wir zu einem super spannenden Thema, nämlich Polars Umsetzung der geführten Atemübungen. Und zwar mit der Polar Ignite. Ich habe dieses Video in verschiedene Punkte gegliedert. Erstens, wieso überhaupt Atemübungen? Zweitens, die verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten in der Ignite. Drittens, die Durchführung der Atemübung und dem Feedback während der Übung. Viertens, die Auswertung nach der Anwendung. Und fünftens, was nicht so optimal ist. Kommen wir zum ersten Punkt. Wieso atmen? Atemübungen werden in verschiedenen Kulturkreisen und Religionen häufig angewandt. Die Vorteile sind mannigfaltig. Wissenschaftlich gesehen verbessern Atemübungen unter anderem unsere Herzfrequenzvariabilität, was einfach ausgedrückt die Flexibilität unseres Herzschlages ist. Das heißt, je unterschiedlicher der Puls, zum Beispiel innerhalb einer Minute, desto besser. Diese Verschiebungen bewegen sich zwar nur im Millisekundenbereich, aber haben einen sehr großen Einfluss auf unsere Gesundheit. Ein immer gleicher Puls ist somit schlecht. Die Herzfrequenzvariabilität ist ein super spannendes Thema, aber würde den Rahmen dieses Videos sprengen. Deshalb kommen wir mal darauf zurück, wie die Polar Ignite unsere Herzfrequenzvariabilität verbessern kann. Zunächst gehen wir einmal auf die Einstellungsmöglichkeiten der Atemübung ein. Mit dem ersten Menüpunkt starten wir die Übung mit der letzten Konfiguration. Mit den nächsten Menüpunkten können wir die Atemübung individuell konfigurieren. Hier stellen wir die Dauer ein. Wir können die Dauer von 2 bis 20 Minuten einstellen. Im nächsten Menüpunkt stellen wir die Atemfrequenz ein. Einmal für das Einatmen 3 bis 5 Sekunden und einmal für das Ausatmen 5 bis 7 Sekunden. Hier oben sieht man dann, wie viele Atemzüge man in der Minute mit diesen Einstellungen machen würde. Je weniger, desto besser. Und als letzten Menüpunkt haben wir eine Zusammenfassung der letzten Atemübung. Zu den jeweiligen Angaben sage ich später noch mehr, wenn wir zu der Auswertung kommen. Dann wollen wir mal loslegen. Während der Einatemphase vibriert die Uhr, sodass man die Atemübung auch ohne Blick auf das Display durchführen kann. Ziel ist es, während die weißen Bälle in den inneren Kreis wandern, einzuatmen und auszuatmen, wenn die weißen Bälle zum Displayrand wandern. Hier unten sieht man die verstrichene Zeit und daneben die Gesamtzeit. Die unterschiedlichen Farben signalisieren, wie gut man in der eingestellten Atemfrequenz ist. Dieses Ausrufezeichen ist seit dem aktuellen Update 1.18 neu. Leider gibt es dazu keine Erläuterung. Eine Antwort vom Polar Support blieb bis dato noch aus. Um eine vollständige Auswertung zu liefern, muss die Atemübung mindestens 2 Minuten durchgeführt werden. Hier in der Auswertung sieht man die verschiedenen Gelassenheitszonen. Die Farben entsprechen den Farben, die man während der Atemübung auf dem Display sieht. Die sogenannte Diamantzone ist die höchste Zone. Ziel ist es, immer länger in dieser Zone zu verbleiben, um den größten Benefit aus der Atemübung rauszuholen. Ich finde es sehr gut, dass am Ende der Atemübung noch eine kleine Auswertung des jeweiligen Durchgangs angezeigt wird. Und dass man zumindest die letzte Auswertung zu einem anderen Zeitpunkt nochmal abrufen kann. Und ich denke, man kann diese Auswertung noch weiter verbessern. Zum Beispiel, indem man eine Historie anlegt, sodass man die langfristige Verbesserung beobachten kann.
Außerdem wäre es sehr motivierend, wenn man den unmittelbaren Erfolg sehen kann. Zum Beispiel in der Darstellung der Herzfrequenzvariabilität während der Atemübung im Vergleich zur Herzfrequenzvariabilität der letzten 28 Tage. So, das war jetzt ein kleiner Einblick in die Atemübungen der Polar Ignite. Ich werde noch mehr Videos zu den anderen Funktionen der Polar Ignite machen. Somit kommen wir auch direkt zur Frage des Tages. Welche Funktion der Polar Ignite soll ich als nächstes behandeln? Schreib es mir unten in die Kommentare. Vielen Dank, dass du bis zum Ende geblieben bist. Hab noch einen tollen Tag und wir sehen uns im nächsten Video. Euer Björn.